Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier aus der Hurco Anwendungstechnik. Mein Name ist Julian Ertl, ich bin Anwendungstechniker hier bei Hurco. In diesem Video wollen wir uns die Hurco eigene Automation, den Hurco Automation Manager und den damit verbundenen Setup-Prozess einmal genauer ansehen. Vor uns an unserer Konsole sehen wir den Hurco Automation Job Manager. Bevor wir den im Detail besprechen, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es egal ist, ob der ProCobots als Profeeder Table oder Profeeder Card bei euch in der Fertigung steht. Wir können einen neuen Job oder auch einen alten Job wieder einladen über die Taste Create in Queue Job. Jetzt sehen wir einmal ganz oben die Option One Operation Part und Two Operation Part, heißt so viel wie ein Aufspannungsbauteil oder zwei Aufspannungsbauteile. Darunter haben wir unser Jobprogramm, also unser Bearbeitungsprogramm. Das kann entweder ein NC-Programm sein oder eben auch ein Dialogprogramm, in meinem Fall unser 1, 2, 3, 4 Programm. Außerdem wählen wir das Roboterprogramm aus. Normalerweise, je nachdem wie viel zwischen den Maschinen wir den Roboter bewegen, gibt es für jede Maschine 1 oder normalerweise für die Fräs- und Drehmaschine 1. Wir nehmen jetzt mal das untere, das ist nämlich 1 für die Fräsmaschine. Jetzt müssen wir noch einmal oben das automatische Austauschprogramm, das Exchange-Programm checken. Und dann können wir unsere Rohteilmaße in X, Y, Skripper Z-Offset und die Parthöhe eingeben. In X haben wir 50,6 und 25,1. Das Skripper Z-Offset bezieht sich davon, wie viel die Spitze des Greifers von der Platte wegbleiben soll. Mein Bauteil hat so ungefähr 101 mm, 101,6 und ich möchte ungefähr 30 mm greifen. Also bleibe ich 70 mm von unten weg und gebe meine Bauteilhöhe von 101,6 ein. Beim Fertigbauteil möchte ich am Ende in der Mitte des Grids landen, also gebe ich mal 80 und 80 in X und Y ein. In dem Gripper Z-Offset gebe ich meine Bauteilhöhe ein, beziehungsweise so ein bisschen mehr, also geben wir mal 103 dort ein. Und in der Bauteilhöhe wieder die 101,6. Als nächstes haben wir noch 3 Auswahlmöglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, das Bauteil stapeln zu erlauben. Damit können wir Bauteile übereinander stapeln. Dabei müssen wir bedenken, dass ein Feld frei bleiben muss. Wir haben die Möglichkeit des Bin-Drop-Offs, heißt einer Position anzugeben, wo der Greifer sich öffnen soll. Meistens auf einer Rutsche oder ähnlichem. Und natürlich zu guter Letzt noch einen Stangenlader. Meistens natürlich bzw. ausschließlich auf der Drehmaschine. Durch Klicken dieser Felder unseres Grids bestimmen wir, wo die Bauteile liegen. Dabei kann jedes Feld mit einem Job belegt werden. Wir sehen dann auch immer, wie viele Bauteile gerade drauf sind oder wie viele zu dem Job gehören. Über die Optionen haben wir noch die Möglichkeit auszuwählen, welche Art des Bauteilablasens wir verwenden wollen und wie oft wir die ablaufen lassen wollen. In meinem Fall möchte ich weder den Schraubstock noch das Bauteil abblasen. Wir haben noch die Möglichkeit zu sagen, wie fest soll denn der Roboter gegen den Anschlag fahren und wie fest soll er es am Ende zum Beispiel runterdrücken, beziehungsweise mit welcher Art des Spannens möchten wir arbeiten. Wir können das Ganze als Standard speichern oder unseren Standard wiederherstellen, beziehungsweise zuschließen. Als nächstes möchte ich meine Schraubstockposition finden. Dafür gehe ich auf die Find Vice Location und gebe mein Rohteilgewicht an. In meinem Fall sind es samt Greifer ungefähr 2,4 Kilogramm. Wenn ich das eingegeben habe, klicke ich auf die Taste Move to Vice. Mit dem Move to Vice passiert erstmal das, dass ich meine Türen schließen muss. Ich muss das Ganze einmal bestätigen. Wenn ich die Türen geschlossen habe und das bestätige, ruft die Maschine automatisiert unser Exchange-Programm auf und parallel dazu fährt der Roboter zu unserem Grid und greift sich unser Bauteil, das bei 0,0 liegt. Dieses Bauteil hebt er hoch mit den vordefinierten Werten und bewegt sich dann vor die Maschine, vor die geöffnete Automatiktür.
Als nächsten Schritt muss ich bekommen wir gleich die Bestätigung, dass wir dort vorstehen, muss ich dieses Bauteil und meinen Greifer vorsichtig in dem Schraubstock platzieren. Dabei muss ich natürlich aufpassen, dass ich das Bauteil nirgendwo dagegen schlage, sonst müsste ich den kompletten Prozess nochmal von vorne starten. Ich nehme den Greifer und platziere den bzw. das Bauteil ungefähr mittig in den Schraubstock und leicht über dem Boden. Wenn ich die Position bestätige mit Continue, fährt der Roboter etwas nach vorne und hinten, also in Y plus und minus, und findet so die Mitte. Mit dieser Mitte sucht er dann auch noch in Z den Wert und, wenn er damit zufrieden ist, auch noch in meinem Fall in X negativ einen Anschlag. Wenn diese Position gespeichert wird, bzw. der Roboter es ein paar Mal ausgeführt hat und den Schraubstock dann zugespannt hat, bekommen wir die Meldung, dass die Ablageposition gespeichert wurde und wir sollten jetzt unsere Werkzeuge einladen, unser Nullpunkt setzen und natürlich unser Hurco WinMax-Programm oder auch unser NC-Programm austesten. Wir bestätigen die ganze Meldung mit OK und können jetzt ganz normal weiterarbeiten oder uns im nächsten Schritt schon das Bauteil Greifen wieder ansehen. Auch hierfür müssen wir wieder ein Gewicht angeben und die Automatiktüren müssen von uns wieder geschlossen werden. Da sich bei mir nichts geändert hat im Gewicht, gebe ich in meinem Fall wieder 2,4 Kilo an. Ich klicke auf Retrieve Part, muss dafür sicherstellen, dass die Automatiktüren geschlossen sind. Wenn ich dies bestätige, passiert Folgendes, dass die Maschine wieder das Exchange-Programm aufruft, heißt die Achsen automatisch bewegt. Im gleichen Atemzug fängt der Roboter dann an, sich zu bewegen und bewegt sich Richtung Tür und die Tür wird dann, wenn der Roboter auf Position ist, natürlich auch geöffnet mit leerem Greifer. Diesen leeren Greifer kann ich jetzt dann zu meinem Bauteil bewegen. Über mein Bauteil bzw. an meinem Bauteil, so wie ich es greifen möchte. Weil natürlich die Aufnahmeposition eine andere sein kann als die Ablageposition. Heißt, wir nehmen den Arm, fahren ihn wieder dorthin, wo wir wollen, benutzen dabei auch gerne diese Grip-Part- und Release-Part-Funktion, während wir noch im FreeDrive sind, damit sich der Roboter automatisch dorthin zentriert, wo wir es brauchen. Wenn wir damit zufrieden sind, gehen wir auf die Taste Continue. Der Roboter greift jetzt das Bauteil final, öffnet den Schraubstock, fährt aus der Maschine, bewegt sich zu unserer Platte und legt das Bauteil ab. Wenn dies erledigt ist, bekommen wir die Meldung, dass auch unsere Pickup-Location erfolgreich gespeichert wird. Jetzt sehen wir, beide Weiß Drop-Off und Weiß Pickup Location sind grün hinterlegt, es wurden beide durchgeführt. Wir können jetzt das Setup speichern und wir sehen es auch hier oben bei der Weiß Location Saved, haben wir ein grün hinterlegtes Feld. Wir können über die Taste Queue Job den Job jetzt zur Warteschlange hinzufügen. Wir sehen hier auf dem Grid jetzt unsere Bauteile, unsere Jobs. Wir können über Start Job einen Job starten, über Abbrechen diesen abbrechen. Hier unten finden wir noch die Settings, wo so ein paar voreingestellte Dinge durch uns und unseren Service eingestellt werden müssen, beziehungsweise können wir hier auch unser automatisches Austauschprogramm sehen. Wenn wir einen Job jetzt anwählen, können wir nochmal über Edit Job diesen Job editieren und zum Beispiel mehr Bauteile hinzufügen. Wir können das Ganze speichern oder auch eine vorhandene Jobdatei wieder einlesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch die Hurco-eigene Automation und den Hurco Automation Manager verständlich erklären. Damit ihr auch in Zukunft kein Video mehr verpasst, abonniert gerne unseren Kanal. Sollten noch Fragen offen sein, wendet euch gerne an mich und meine Kollegen aus der Hurco Anwendungstechnik. Ein Servus aus Bayern, hinaus in die Welt und bis zum nächsten Mal.